Kreuzberg zu MyMüsli, eine Firma, die ich schon relativ lange kenne, weil die Jungs auch schon recht früh gegründet haben, seit 2007. Und jetzt hat Hubertus Google eingeführt. Und ich würde mir gerne mal anhören, ob das wirklich so geil ist, aus seiner Perspektive. Da kriege ich immer Komplexe und dann mit meiner Nespresso-Maschine morgens, wenn ich aufwache, die Kapsel reinstecke. Und dann komme ich zu Hubertus ins Büro und kriege hier den handgemahlenen, gerösteten, wahrscheinlich nachhaltig produzierten. So, also, Hubertus ist ein guter Freund, Unternehmerkollege und Kunde von uns. Das soll keine Werbeveranstaltung werden, aber wir beide kennen uns schon seit 2007. Enable to Start. Genau, in Hamburg damals. Ein Gründerwettbewerb, bei dem MyMüsli gewonnen hat. Gib mal MyMüsli Organisation in 3 Sätzen. Wir haben jetzt 9 Jahre hinter uns, da ist wahnsinnig viel passiert. Wir sind in 6 Ländern aktiv, also Deutschland, Österreich, der Schweiz, Niederlanden, UK und Schweden seit März. Wir sind online gestartet, damals nur mit einer Website, haben inzwischen aber auch 50 eigene MyMüsli-Läden, sind in sehr vielen Supermärkten unterwegs und wenn wir wirklich alle mitzählen jetzt, dann zählen wir über 800 Köpfe, was 800 Mitarbeiter. Große Weihnachtsfeier bedeutet. Das kann ich mir gut vorstellen. Pass auf! Ich will da Hände sehen! Die Party zu lesen eingeladen. Große Überraschungsparty. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich ein Google-Form von euch bekommen mit ich kann mich einschreiben. Genau, da sind wir schon fast beim Thema. Da sind wir nämlich zusammengekommen. Wir haben euch geholfen, quasi in die Cloud, vor allem Cloud Collaboration einzuführen. Und eigentlich würde ich von dir gerne mal wissen, warum hast du dich damals dafür entschieden? Office 365, Google Apps for Work, was sollen wir tun, Confluence, wo habt ihr da gestanden? Wir haben alles über einen eigenen E-Mail-Server gemacht. Wir haben alle möglichen Tools versucht, um halt die Organisation technisch zu begleiten, einfach in der kommunikativen Entwicklung. Und haben nie so richtig die perfekte Lösung eigentlich gehabt. Und irgendwann war klar, weil sich halt auch unsere Standorte immer mehr verteilten über die Länder und wir wirklich überall Mitarbeiter hatten, die miteinander kommunizieren mussten, dass wir wahrscheinlich in die Cloud gehen müssen. Genau, also du hast gerade Sicherheit angesprochen, das ist für mich so ein Basic Need einfach bei IT. Da vertraue ich Google genauso wie auch den anderen großen Anbietern, weil sie einfach wahnsinnig viel auch zu verlieren hätten, wenn mal irgendwas passiert. Das heißt, wenn das so die Basisanforderung ist, ja, dann ist die Frage, was kommt danach? Und was wir gemerkt hatten, wir haben eine Reihe von Tools angesammelt über die Zeit, die alle parallel liefen, aber nicht miteinander verknüpft. Wir an 10 verschiedenen Stellen 3 Dokumente hatte in zig Versionen. Und das wollten wir einfach vereinheitlichen. Ja. Alle sollten halt Zugriff haben auf das, was sie wissen müssen, in der aktuellsten Version. Das ging eben in der Cloud einfach am besten und wir sind super zufrieden auch mit der Lösung jetzt. Wir haben ja uns dann auch für Google entschieden, haben lange überlegt und die ganz witzig war diese große Angst, ja, wie nehme ich hunderte von Leuten mit und sage jetzt, hey, dein Arbeitsplatz ist jetzt in der Cloud und es ist rein virtuell und du kannst nichts mehr anfassen und auch nicht Stopp drücken oder so. Das war noch so eine große Angst, aber ich glaube, auch durch eure Hilfe haben wir das echt ganz gut gemeistert, weil da kommt es wirklich extrem auch auf dann die Schulung und die Motivation an für die einzelnen Mitarbeiter, dass da wirklich alle so mitmachen, wie man sich das vorstellt. Aber wir sind glücklich. Was meinst du, ist so der nächste Schritt? Was fehlt jetzt noch? Der nächste Schritt, also bei uns ist vielleicht die Besonderheit, dass wir ein super heterogenes Team sind. Also wir machen hier wirklich alles von der Produktion selbst bis zur Kreation und da gibt es immer so ein bisschen so eine Blue-Color, White-Color-Trennung auch. Ja, die einen, die eigentlich mit Computern aufgewachsen sind, die anderen, denen es mehr darum geht, möglichst effizient irgendwie Haferflocken von A nach B zu bekommen und viele Kunden glücklich zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt auf sowas wie Slack oder so setzen würden, dann würden wir wahrscheinlich 90% unserer Mitarbeiter einfach auf dem Weg verlieren, ja, weil es für die einfach nicht intuitiv ist, in solchen Kanälen zu kommunizieren. Abgesehen davon wären wir, glaube ich, auch zu viele Leute dafür. Aber noch mehr von E-Mail wegzukommen, ja, das ist sicherlich ein bisschen effektiver als alles und vor allem effizienter aber auch geworden durch Gmail. Aber eigentlich möchte ich bei der internen Kommunikation das ganz tilgen. Ja. Lustigerweise hatten wir ganz am Anfang viele Rufe nach, ich kann nicht ohne Excel leben, ich brauche für meinen Bereich das unbedingt mit großen Begründungslisten.
die sind eigentlich jetzt alle auch in die Cloud gewandert und wahnsinnig glücklich. Also haben immer den aktuellsten Stand, sie müssen nichts im Anhang hin und her schicken. Man kann wirklich tolle Sachen damit auch programmieren und teilweise jetzt der Daniel zum Beispiel, der bei uns Marketing Director ist, der macht inzwischen innerhalb von Google-Tabellen SQL-Abfragen und findet da die abgefahrensten Sachen raus. Auf Google Sites habt ihr das Intranet gebaut. Ich zeig das mal gerade, dass man sich das mal vorstellen kann. Nett und freundlich wird man hier begrüßt, wenn man anfängt. Da hast du hier eine Tabelle eingebettet. Dann Genau, da ist eine Tabelle drin jetzt hier. So muss jetzt nicht mehr die Tina, die unser Produktmanagement betreut, jeden Tag wieder Fragen beantworten, sondern das Tolle ist eben, dass Leute aus der Produktion, aus dem Lager, aus dem Supply Chain Management, im Vertrieb, wo auch immer, gehen aufs Wiki, finden dort ihre Informationen. Das wiederum greift auf Google Drive zu, wo die Dokumente wiederum liegen und somit haben wir auch keine Aktualitätsprobleme.